Seitdem ich in meiner Kindheit mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin, haben sich die Logos bekannter Pauschalreiseanbieter wie TUI oder Altours fest in mein Gedächtnis eingebrannt. Aber lohnen sich solche Pauschalreisen überhaupt? Gibt es entscheidende Vorteile und kann man Schnäppchen machen? Das wollte ich immer schon mal testen und heute finden wir es heraus. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt am Main Flughafen. Ziemlich früh ist es noch, 6 Uhr gerade mal. Und wir haben uns hier versammelt, um eine Reise anzutreten. So langsam beginnt hier auch der Trubel. Es geht los. Pauschalreise gebucht. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte das immer mal machen, so eine klassische all-inklusive Pauschalreise. Lohnt sich das Ganze? Und das finden wir heute heraus. Man muss natürlich auch sagen, es ist ganz geil. Das kann ich direkt vorweg sagen. Wir können das auch ein bisschen als unseren Urlaub nutzen. Wir fliegen nämlich wohin? nach Bodrum. In die Türkei. Genau, da haben wir eine Woche all-inklusive gebucht, mit allem drum und dran. Also wir haben alles mit drin, schöne Pauschalreise. Hier geht's los mit dem Flieger, dann geht's jetzt Richtung Bodrum, Flughafen mit Sun Express. Alles über TUI gebucht. Wir haben hier im Hilton Frankfurt Airport übernachtet, weil wir halt so früh fliegen und ich ja nicht aus Frankfurt oder wir nicht aus Frankfurt kommen. Das war ganz lustig. Der Rezeptionist dachte, ich habe heute hier einen Hoteltest gedreht, aber das habe ich natürlich nicht, weil wir brauchten das nur als Übernachtung. So Leute, auf einen schönen Urlaub. Ja, gehen wir mal zum Check-in und bringen unsere Koffer weg. Mein Handgepäckskoffer, den könnte ich auch so mitnehmen, aber dieses fette Klopperteil, das müssen wir leider abgeben. Eine Pauschalreise ist übrigens eine Reise, bei der mehrere Reiseleistungen zu einem Gesamtpreis als Paket angeboten und gebucht werden. Zum Beispiel der Flug, Transfer zum Hotel und dann eben auch die Unterkunft. Dabei wird alles von einem Reiseveranstalter organisiert, der dann auch der Ansprechpartner für mich ist und eben nicht wie sonst das Hotel direkt oder eben die Airline. Der Preis ist im Voraus bekannt und gilt für das gesamte Paket und der Reiseveranstalter trägt die Verantwortung, auch wenn einzelne Leistungen von anderen Anbietern erbracht werden. Hier in diesem Teil vom Frankfurter Flughafen war ich noch nie. Ich muss sagen, wirkt hier auch ganz schön. Ja, hier kann man gut vorher mal schlafen. Oben das Lufthansa-Logo. Und jetzt geht es hier durch den Fernbahnhof links zum Terminal 1. Also wie schon gesagt, Pauschalreise gebucht. Ich muss direkt mal meckern. Das war so ein unfassbarer Krampf. Ich habe das Ganze 4-mal gebucht, bis es dann irgendwann mal bestätigt wurde. Es gibt da ja verschiedene Anbieter, wie zum Beispiel TUI oder HolidayCheck, Altours und so weiter und so fort. Und ich war schon kurz davor, in so ein Reisebüro zu gehen. Das kann ich auch irgendwann mal machen. Das ist bestimmt auch spannend. Und das mal zu überprüfen, ob sich das lohnt nach wie vor. Was ich schon auch glaube, dass Reisebüros noch zu Recht auf jeden Fall auch eine Daseinsberechtigung haben. Und das auch immer cool sein kann, gerade wenn man nicht allzu oft verreist und vielleicht nicht den Megaplan hat. Naja, auf jeden Fall habe ich so ungefähr die Reise, die wir jetzt auch antreten, zum ersten Mal bei TUI gebucht. Das ging dann auch durch. Dann kam irgendwann eine Stornierung. Dann dachte ich, komisch, habe ich angerufen, meinten die, ja, buch einfach nochmal. Habe ich nochmal gebucht, alles wieder angegeben. Dann kam irgendwann, wir können Ihnen diesen Preis leider doch nicht garantieren. Dann dachte ich, vielleicht liegt es an TUI und die sind einfach nicht so gut. Habe ich es bei HolidayCheck probiert. Hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich es nochmal bei TUI probiert, mit ganz anderen Zimmern und nochmal einem anderen Flug. Und dann hat es funktioniert. Und dann war es doch sogar günstiger, oder? Nee, 150 € teurer. Ja, und unser Zimmer ist jetzt größer als davor. Da muss ich wirklich sagen, ich freue mich mal auf eure Kommentare. Habt ihr auch so schlechte Erfahrungen mit so Buchungsprozessen bei Pauschalreisen gemacht? Oder ging das bei euch direkt durch? Weil, oh, guck mal hier, das sieht aber schön aus. Frankfurt, ja, ist ein schöner Flughafen. Hier bin ich ja immer gerne. So, jetzt müssen wir hier links runter zu Terminal 1. Weil ich stelle mir da auch so vor, es gibt ja auch ältere Menschen, die jetzt nicht so affin sind mit so Online-Buchungen, die würden da ja zu viel kriegen. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, wenn man sich da hineinversetzt, dass es sicherlich gar nicht so einfach ist, diese ganzen Preise dann immer zu garantieren mit Bus und Flug und Hotel, dass es halt auch immer variiert. Aber das war natürlich für mich jetzt als Kunden schon ein bisschen nervig. So, genug gemeckert. Wir gehen jetzt mal rein hier und gucken mal, wo wir hier die fetten Klopper abgeben müssen. So, hier haben wir die schönste Abflugtafel Deutschlands eigentlich. Bodrum, das steht schon ganz unten, 8:10 Uhr, 744 bis 46. Einmal hier lang. Einmal noch Koffer wiegen. Oh, super. 1 Kilo zu viel, das kriegen wir durch. Ja, und was mache ich? Kriegen wir das jetzt durch? Ja, weil wir dürfen nur 20 Kilogramm als Aufgabegepäck aufgeben. Ich habe hier übrigens den neuen Lufthansa Allegris Edition Koffer. Ist auf jeden Fall ganz schön, oder? Angenehm zu fahren. So, da sind wir. Da, wo die lange Schlange ist. Ich liebe es, ne? Aber wobei, so lang ist es gar nicht. So, das hat doch schon mal gut geklappt. Es gibt einen Sun Express Flug heute Morgen. 3 Schalter waren auf. Ich habe meinen Koffer auch abgegeben.
Super. Ich glaube, SunExpress ist so ein bisschen das Eurowings von Turkish Airlines. Kann das sein? Also Eurowings von Lufthansa ist SunExpress von Turkish Airlines. So, das hat wunderbar geklappt. Wir sind schon durch den Security-Check durch. Hier am Gate. Bestes Wetter auch in Frankfurt heute. So Leute, 7:40 Uhr. Boarding startet. Auf geht's. In die Türkei. Freust du dich? Ja. Ja, auf was freust du dich so am meisten? Auf das Essen. Da bin ich mal gespannt, ob das gut wird. Ja, ich auch. Ich habe es ja euch wahrscheinlich schon gesagt. Pro Person bezahlt 1.600 € mit Flug, mit Transfer, mit Hotel, all inclusive. Geht auch noch günstiger auf jeden Fall in der Türkei. Geht auch noch teurer. Ich bin einfach mal gespannt. Ich glaube, das wird schon eine coole Sache. Ein sehr entspannter Pauschalurlaub. Und am Ende schauen wir natürlich, lohnt sich das? Lohnen sich diese Pauschalreisen oder ist das Käse? Bis jetzt bin ich noch ein bisschen kritisch eingestellt, muss ich sagen, weil sonst buche ich ja immer alles so selber für mich und bin damit auch meistens eigentlich gut gefahren. Aber schauen wir mal. So Leute, wir rollen gerade zum Start. Da könnt ihr gerade unser Flugzeug sehen in der Spiegelung. Jetzt leider nicht mehr. Jetzt zoome ich wieder raus. Wir sitzen jetzt hier auf jeden Fall in der 5. Reihe, haben auch ordentlich Beinfreiheit, das muss ich wirklich sagen. Also die Sitze hier vorne haben jetzt nicht extra more Legroom oder so, aber man hat wirklich viel Platz. So, hier könnt ihr das einmal sehen. Und neben mir sitzt auch keiner. 3 Stunden 10 ungefähr geht es jetzt bis nach Bodrum auf einen entspannten Flug. Ich freue mich auf die Türkei. Einmal war ich schon in Istanbul und ganz früher war ich mal mit meinen Eltern in Side, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich war auch so mit 9 oder 10 war ich auch schon in Side. Und das war's? Das war's. Nee, ich war mit meinen Eltern auf Kurs und da haben wir einen Tagestrip mit dem Boot nach Bodrum gemacht. Ach, du warst schon mal in Bodrum? Ja, aber so. Das ist auch schon bestimmt 10 Jahre her jetzt. Und ja, nicht ganz. Doch, guck mal hier, Condor. Die finde ich auch total schön, das Design. Aero News Germany fliegt jetzt wahrscheinlich gleich damit los. Sieht süß aus. Wir machen zusammen auch mal ein Filmchen bald hoffentlich. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir sind angekommen. Ja, schön auf Koffer warten. So, die all-inklusive Pauschalreise geht weiter. Koffer ist da. Mal gucken, jetzt müssen wir hier in irgendeinen Bus. Ich glaube, mein Name oder unsere Namen stehen da gar nicht drauf. Aber es gibt so eine TUI-App, da bin ich auch drin. Und da habe ich jetzt so eine Busnummer bekommen. Ich zeige euch das mal. Das ist hier die TUI-App, die habe ich mir geholt. Und die hat man dann den Reiseplan mit allem, was so ansteht. Meine Bordkarte konnte ich da jetzt nicht rein importieren, aber ist auch nicht so schlimm. Und hier jetzt Hoteltransfer. Ah ja, jetzt steht es ja auch. Bus Nummer 47. 25 Minuten Fahrzeit vom Airport bis zum Rixos Premium Bodrum. Das ist unser Hotel. Ich bin wirklich schon ganz gespannt drauf, weil ich glaube, das ist eine schöne Anlage. Und ja, mal gucken, was die hier so können in der Türkei. Ich gehe mal davon aus, die Busse stehen da hinten. Sonst würde ich jetzt halt hier ins Taxi steigen, aber alles mit inklusive. Pauschal. Hier, Nummer 47, da sind wir doch. Ah, hello. To Rixos? Yeah, yeah, okay. Hallo. Ja. Oh, sorry. Ja, super. Schön kühl. So, angekommen hier. Jetzt kann der Urlaub losgehen, ne? Yes. Wir sitzen im Bus. Ich bin jetzt mal gespannt. In der App steht 25 Minuten Transferzeit. Ob es wirklich 25 Minuten sind oder ob, wahrscheinlich halten wir ja auch noch bei zig anderen Hotels. Mal gucken. Und ein leckeres Wasser gab's auch. So, angekommen im Rixos. Wir haben jetzt schon eingecheckt und warten jetzt mal. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus hier. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Hier aus dem Hotelnamen habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Wir sind hier im Rixos Premium Bodrum. So heißt das Hotel. Das ist jetzt hier heute Morgen tatsächlich auch schon der 3. Morgen. Ich habe die ersten beiden Tage einfach mal komplett, ich sag mal, auch Urlaub gemacht und dieses ganze wirklich riesige All-Inclusive Resort so ein bisschen auf mich wirken lassen, mir alles angeschaut. Das ist schon, ich muss sagen, eine wirklich geile Sache. Also hier kann man es sich gut gehen lassen. Das Einzige, was leider seit gestern überhaupt nicht mehr so wirklich mitspielt, ist das Wetter. Ist natürlich immer schade. Also es ist jetzt keineswegs schlecht. Die Sonne scheint auch, nur es ist ziemlich windig. Ihr werdet das jetzt gerade so semi merken, weil ich das Mikrofon anhabe. Der Wind bläst vom Meer direkt hier drauf und es ist auch nicht so warm. Also wir haben jetzt gerade irgendwie 21 Grad. Ab morgen soll es aber dann wieder ein bisschen besser werden. Und jetzt schaut euch mal diesen fantastischen Blick an hier aus unserem Zimmer. Das ist schon wirklich schön, oder? Hier haben wir die Bucht von Bodrum jetzt nicht.
aber halt in der Nähe von Bodrum sind wir ja. Hier wird auch ordentlich gebaut. Da hinten kommen, glaube ich, neue Hotelresorts hin. Und ja, schon ein schönes Meer. Ihr könnt es auch hier unten sehen. Ich habe jetzt gerade rangezoomt. Ist wirklich tolles, kristallblaues Wasser. Da kann man schon gut schwimmen. Da war ich natürlich auch schon ein paar Mal drin. Und all dieses Weiße, was ihr hier drumherum seht, hier auch die ganzen Wege und so, bis da drüben, da sind auch noch so ein paar, ja, hallo, kannst du mal scharf stellen, genau da hinten. Das sind so Villen, die kann man hier auch mieten. Das sind dann logischerweise die teuersten Unterkunftsmöglichkeiten. Kannst aber auch mit 10 Leuten da rein. Das ist alles hier das Hotel. Man kann die Strecken zum Strand oder zu den Restaurants natürlich immer laufen. Sonst holt einen auch einen Buggy-Service ab, also hier diese Golfkarts. Ihr wisst, was ich davon halte. Das ist ja nicht so mein Favorite. Wenn es funktioniert, dann ist es gut. Auch hier muss man immer schon ziemlich lange warten, wenn man dann so ein Ding bestellt. Deswegen laufen wir eigentlich immer. Aber ist ja auch völlig fein. Wir haben jetzt 10:15. Für uns geht es sofort zum Frühstück. Eine kurze Erklärung noch. Die ganzen Hotelzimmer, die hier vor uns sind, beziehungsweise Bungalows, wie auch immer man es nennen mag, die sind alle durchrenoviert. Und alles ab hier, wir sind quasi in der letzten Reihe, haben dafür auch die größten Zimmer oder mit die größten Zimmer und den schönsten Ausblick. 52 Quadratmeter hier, nur das Zimmer ist relativ alt, würde ich mal sagen, ist trotzdem schön und ziemlich dunkel. Das ist ein bisschen schade, aber sonst ist alles wirklich super top und wir hatten hier schon echt 2, 3 sehr erholsame Tage und ich freue mich auch auf den Rest, der noch kommt. Ich nehme euch mit, wir schauen uns die ganze Anlage mal an und finden heraus, lohnt sich das hier, so ein schöner All-Inclusive-Urlaub, pauschalreisemäßig, oder ist das Quatsch? Aber bis jetzt kann ich sagen, es ist schon sehr, sehr nice und geht absolut in die richtige Richtung von einem schönen, entspannten Urlaub, wenn man drauf Bock hat, einfach mal eine Woche zu chillen und nicht irgendwie jeden Tag Adventures zu machen, was ich ja sonst auch immer gerne mache. Und was auch super cool ist, ihr seht es hier hinter den Bäumen bis da, das ist so eine eigene kleine Insel und die haben die mit dem Steg verbunden, die gehört mit zum Hotel. Da kann man dann auch drauf und sich so Cabanas mieten. Kostet allerdings und ist dann nicht mehr all-inclusive, aber ist auch eine schöne Insel, kann man so ein bisschen rumspazieren. Schauen wir uns natürlich gleich auch noch an. Kurze Roomtour noch und dann ab zum Frühstücksbuffet. Roomtour machen wir aber jetzt ganz, ganz schnell. Also Leute, kurze, schnelle Roomtour. So schaut das aus. Ich habe es ja gerade schon gesagt, 52 Quadratmeter hat unser Zimmer hier. Hier haben wir erstmal einen Spiegel. Ich muss sagen, online sah das Zimmer deutlich moderner aus. Gerade auch mit dem Bett und so und den gekachelten Fliesen dahinter. Und ja, wenn man dann hier drin steht, es ist auf jeden Fall ein bisschen in die Jahre gekommen, das muss man sagen. Das Hotel wurde 2003 eröffnet und ich gehe mal davon aus, dass das Zimmer seitdem auch nicht nochmal renoviert wurde. Die Tapete macht, glaube ich, auch viel so, ja, lässt es halt so ein bisschen altmodisch wirken. Wir haben hier aber ein schönes Bild und auf jeden Fall genug Platz, das ist super. Hier auch noch ein drittes Bett, gut, brauchen wir jetzt nicht. Wir haben hier das Bett. Und ja, Fernseher ist auch auf jeden Fall von vor 2010. HD gibt's da noch nicht. Hier haben wir einmal den Kühlschrank, das ist ganz cool, weil der wird jeden Tag aufgefüllt. 2 Bier, Cola, Sprite, Fanta, bisschen Wasser, bisschen Saft. Und dieser Brownie, der ist verdammt lecker. Haribo wird auch immer reingeschmissen. Aber gut, und natürlich Wasser. Dann hast du hier noch eine Kaffeemaschine mit ja, guten Kaffeekapseln. Das war eigentlich schon das Wichtigste. Schränke hier mit Safe, haben wir Klamotten drin. Und dann auch noch das Badezimmer. Was geht, ist auch sehr, sehr geräumig, aber halt auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Mit der Dusche, wirklich viel Platz. Toilette ist hier. Ja, und da bin ich. Da das Zimmer halt so lang ist, ich habe jetzt überall das Licht angemacht, ist es ziemlich dunkel. Also ist jetzt kein lichtdurchflutetes Zimmer, würde ich sagen. Und was auch ein bisschen schade ist, der Strom ist zu schwach, um meinen Laptop zu laden mit meinem dicken Ladekabel. Das ist natürlich, das geht eigentlich nicht, ne? Aber sonst ist alles super. Genau, Bett ist auch bequem. Auf jeden Fall absolut solide, hier kann man gut schlafen. Ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Bett in den Luxushotels, aber trotzdem ein super Bett. Das war's mit der Roomtour. Mal schauen, was heute jetzt hier noch so geht. Das hier ist unsere Zimmernummer 4812 und so sieht das dann vorm Zimmer aus. Das ist jetzt wie gesagt der ältere Teil oder der älteste Teil, würde ich mal sagen, diese Anlage hier mit den Zimmern. Aber ist trotzdem völlig in Ordnung. Bisschen schade, hier hinter ist direkt so eine Hauptstraße, das hört man nachts leicht. Und hier fahren dann die Golfkarts lang, wenn man zu faul ist zum Laufen. Aber das sind wir natürlich nicht. So, einmal die Treppe runter. Bisschen dunkel, aber jetzt gleich wird's schön. Tada! Moin! So, wo gehen wir jetzt hin? Richtig. Sofern ich mich jetzt nicht verzähle, gibt es auf der Anlage 5 Restaurants
Einmal jetzt das Frühstücksrestaurant, sage ich mal. Da gibt es dann für alle Frühstück als Buffet. Kaffee und so bekommt man zum Platz, also man wird auch ein bisschen bedient, ist ganz nett. Da gibt es dann auch abends das Buffet. Dann gibt es einmal ein à la carte Restaurant, das hat ab mittags auf. Das ist wirklich super lecker. Da habe ich jetzt die letzten Tage mittags immer so einen super leckeren türkischen Döner-Teller gegessen. Zeige ich euch später mal. Und dann gibt es abends noch ein italienisches Restaurant, da muss man reservieren, und ein griechisches mediterranes. Das ist dann leider nicht mehr all-inclusive, ist hier unten irgendwo hinter diesem Kinderparadies. Da muss man reservieren und das kostet dann so eine Gedeckgebühr, 30 € pro Person, also insgesamt schon 60 € dann pro Abend. Gut, werden wir vielleicht heute Abend mal machen und ausprobieren. Genau, hier könnt ihr jetzt einmal die neueren Hotelzimmer sehen. Schon wirklich schön. Aber dann hat man auch nicht mehr so eine tolle Aussicht wie jetzt gerade. Ah, und das hier ist noch eine Weinbar dahinter. Da kann man dann immer abends sich ordentlich einen reinsaufen, wenn man Bock hat. Das ist dann wieder mit drin. Also das ist ja wie gesagt das erste Mal all-inclusive für mich. Ist schon super, wenn man dann am Strand liegt, wirst du bedienen, kannst dir alles bestellen, Cocktails. Abends spielt ja auch immer so ein DJ, Bierchen natürlich. Das ist schon geil. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier noch einen schönen Platz bekommen, aber voll ist es eigentlich nicht. Also die Anlage ist, soweit ich weiß, nahezu komplett ausgebucht, aber es verläuft sich alles so ein bisschen. Das ist ganz gut. Achso, hier unten ist der Hauptpool. Und was man auch wirklich sagen muss, die Mitarbeiter hier, die sind wirklich super nett und auch sehr, sehr auf Zack, professionell eingespielt. Das ist schon geil. Können zwar nicht alle perfekt Englisch, aber halb so wild. Ah, hello. So, und dann geht's hier rein. Ich zeige euch mal einmal das Frühstücksbuffet. Hallo, da bin ich. Und hier ist dann wie gesagt abends auch Buffet. So, hier gibt es ein bisschen Obst. Ist schon wirklich unfassbar viel Auswahl. Cornflakes. So eine Eierstation. Keine Ahnung, warum man das zum Frühstück isst. Schaut mal hier, sogar Pommes. Aha. Also das ist hier wirklich alles Frühstück. Bisschen Dubai-like, ne? Das sage ich ja immer so gerne. Und hier hinten dann noch Brötchen und so weiter. Mal gucken, was ich mir heute Morgen hole. Oh, Pancakes. Wow. So, jetzt wird es ein bisschen ehrenlos. Frühstück ist da, beziehungsweise dafür habe ich mich jetzt entschieden. Marie hat so ein paar gesunde Vegetables. Und? Grießpudding. Grießpudding, super. Und für mich gibt es hier ein Croissant mit Joghurt und Butter, Wassermelone, Strawberries und hier ein Sujuk Toast. Das ist super lecker, das machen die hier natürlich frisch mit bisschen Ketchup und Orangensaft, Kaffee mit Hafermilch und noch ein Kaffee mit Hafermilch, weil irgendwie haben wir 2 bekommen. Ja, lassen wir es uns doch mal schmecken. Achso, und ein Tee. Ist schon wirklich sehr, sehr schön hier in der Türkei. Gefällt mir richtig gut. So einmal im Jahr vielleicht so ein All-Inclusive-Urlaub. Und die sind alle super nett. Kurzer Location-Wechsel hier zur Coffee Bar oder zu einem der Cafés. Ich zeige es euch mal einmal hier im Hintergrund. Da war früher Starbucks drin, aber das haben sie jetzt irgendwie verändert. Wir haben hier die letzten Morgen dann auch immer so einen leckeren Iced Coffee getrunken. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Um so ein bisschen in den Tag zu starten, kann man das als Erfrischung nochmal mitnehmen. Jetzt sieht man es, glaube ich, ist ziemlich windig hier unten. Halb so wild. Mit diesen Fahrrädern hier gibt es morgens um 10 Uhr immer so eine Spinning-Class hier im Wasser. Gestern Morgen habe ich da mitgemacht. Ich habe es leider nicht mitgefilmt. Das hat mir auch nochmal so ein bisschen zusätzliche Vorfreude gegeben auf mein neues Fahrrad von Upway. Das kam nämlich letzte Woche an. Ein richtig geiles E-Bike von Cube. Ich zeige es euch mal. Und das hier ist das gute Stück, von dem ich rede. Von Upway. Schön hier angekommen. 3 bis 6 Tage Lieferzeit. Ganz entspannt, direkt aus dem Lager in Berlin. Ich habe mich für ein nices refurbished E-Bike von Cube entschieden. Und das packen wir jetzt mal aus. So, schaut mal hier, da ist das gute Stück. Ey, das sieht doch so geil aus, ne? Und hier haben wir dann logischerweise noch das Ladekabel, die beiden Pedalen und Schlüssel. Und noch eine nette Grußkarte von Upway. Und tada, so sieht es dann zusammengebaut aus. Ein wunderschönes E-Bike, wie ich finde. Wir haben hier ja das Cube Reaction Hybrid Pro. Bei Upway gibt es aber natürlich auch eine Vielzahl von refurbished E-Bikes von vielen bekannten Marken. Und das Beste, bis zu 60% günstiger, als wenn man den Neupreis bezahlt. Wir haben City E-Bikes, wir haben Rennräder, wir haben Mountain E-Bikes. Klickt euch da gerne mal auf die Website. Ihr könnt auch filtern nach Körpergröße, Preis und so weiter und so fort, um euer Traum-E-Bike zu finden. Ihr habt natürlich auch eine Qualitätsgarantie. Wenn ihr euer E-Bike bestellt, seht ihr im Bestellprozess, dass es nochmal optimiert wird von Mechanikern und in jedem Detail überprüft wird, ob auch alles stimmt. Es gibt eine 1-Jahres-Garantie auf Motor, Akku und Elektronik und man tut natürlich auch was Gutes für die Umwelt, wenn man sich für einen refurbished E-Bike entscheidet. Und jetzt das Beste, mit meinem Code gibt es nochmal 100 € Rabatt auf E-Bikes und E-Bike-Zubehör. Ab einem Mindestbestellwert von 500 € ist das möglich. Klickt dazu einfach in die Videobeschreibung oder scannt hier diesen QR-Code, der hier irgendwo aufploppt. Vielen, vielen Dank an Upway für die Unterstützung dieses Videos und wir fahren jetzt noch mal eine Runde. Let's go!
Ich habe es in der Türkei schon oft gesagt, aber auch hier beim Fahrradfahren traumhaft. Jetzt habe ich den Zuschauern gerade mein neues Fahrrad, mein E-Bike präsentiert. Du hast es ja noch gar nicht gesehen. Nein. Das geht ab wie Schmitz Katze. Der weitere Plan für den heutigen Tag ist jetzt, Marie geht zum Strand, sich sonnen. Ich wollte jetzt einmal gleich so ein bisschen hier das Outdoor-Fitnessstudio abchecken, das haben sie hier. Wenn das nichts ist, gehe ich in das Indoor, das ist auch klasse. Und dann werden wir heute eigentlich nicht so viel tun, außer am Strand liegen, bisschen Sonne tanken. Und morgen ist aber ganz besonders, haben wir einen Bootstrip geplant, hier vom Hotel organisiert. Die haben hier 3 Boote, kostet 100 € pro Person, 5 Stunden Boot fahren mit Essen. An 3 verschiedenen Stränden springen wir da raus, da nehme ich euch natürlich auch mit, ist aber halt nicht mit im All-Inclusive-Paket, leider. Was? Gehst du später mit mir zum Pilates-Kurs? Weiß ich nicht, ist das nicht eher für Frauen? Pilates? Von Shirin David gibt es auch dieses Lied. Ich bin zu spät beim Pilates. Genau, ein bisschen Sport machen und die ganze Anlage möchte ich euch natürlich noch zeigen, weil da gibt es noch einiges zu entdecken. Das mache ich so ein bisschen nebenbei dann. Wir sehen uns auf jeden Fall sofort wieder. Hier gibt es dann auch noch leckere Eiscreme, wenn man Lust hat. Also Marie geht jetzt zum... Marie, du gehst jetzt zum Strand? Guck mal, Paddle-Tennis kann man hier auch spielen. Ist leider auch nicht mit inklusive 60 € pro Stunde. Das finde ich dann auch schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Sport. Schaut mal hier. Hier kann man die Anlage nochmal von der anderen Seite sehen. Wow, das Wasser sieht schon klasse aus, ne? Von hier oben. Das Segelboot, mit dem wir morgen fahren, ist gerade gar nicht da. Hinter mir seht ihr jetzt die beiden Tennisplätze, die sind auch mit drin. Also da kann man immer Tennis spielen gehen. Haben wir noch nicht gemacht. Hier kann man auch noch mal sehen, wie groß das eigentlich ist. Also da vorne geht ja diese kleine Insel los und dann geht das einmal ganz hier rum. Da oben, die Villen gehören ja auch dazu, bis hier. Also wenn du einmal drumherum rennst, das sind bestimmt 2 Kilometer. Naja, ich gehe jetzt hier mal den Berg runter, weil ich möchte ins Outdoor-Gym. Das sieht total cool aus. Da sind wir auch schon. Woodsman Fitness heißt das. Guck mal hier mit den Holzhanteln. Geil. Boxsack. Klimmzüge kannst du da machen. Hier sogar Bankdrücken. 30 Kilo müssten das sein. Schrägbank hier unten. Da ist mir, glaube ich, ein normales Gym schon lieber. So, hier haben wir noch den zweiten Pool und hier geht es auch direkt rein ins Gym. Erstmal aufs Laufband. Bis gleich. So Leute, was geht? Ich bin fleißig dabei, macht sehr Spaß. Ist wirklich ein super Hotel-Gym. Also ich habe ja schon tolle Hotel-Gyms gesehen. Das ist auf jeden Fall absolut ausreichend. Man hat alles, was man braucht. Vor allem auch hier hinten, schaut euch das mal an. Ganz viele Übungen für Beine, aber auch so Geräte für Brust, Schultern und dann immer mit diesen tollen Ausblicken natürlich auf den Pool. Hier habe ich schon fleißig trainiert, blende ich euch mal gerade ein und genau dann von hier dieser wunderbare Ausblick aufs Meer. Ja, ist schon super. Trinken gibt es auch genug, auch wirklich moderne Geräte. Ich mache jetzt schnell zu Ende und dann springe ich schön ins Meer. Mache ich auch viel zu selten auf meinen Reisen. Nachdem man dann Sport gemacht hat, schön einmal abkühlen. Das ist so geil. So, fertig mit Sport. Ab ins Meer. Ich habe leider meine GoPro vergessen. Naja, mein Handy wird es schon überleben. Wow, oder? So geiles Wasser. Oh, hier sind Steine. Wow. Geil. Oh, super. So schönes Wasser, oder? Bisschen wellig. Morgen machen wir ja die Bootstour. Da freue ich mich schon drauf. Morgen ist es auch nicht mehr windig. Und hier könnt ihr nochmal die Insel sehen da vorne. Das türkische Meer ist auch wirklich eine Erfrischung, zumindest aktuell. Sonst so in Ländern, wo ich manchmal war, war das auch eher eine Erhitzung nach dem Sport. Ich würde mal schätzen, das Wasser hat maximal 22 Grad hier Ende Juni. So, und damit ab ins Restaurant. Ein Döner. Vor uns liegt jetzt das People's Restaurant. Da gibt es Mittagessen bis 18 Uhr. Oder ich glaube ab 16 Uhr gibt es nur noch Snacks. Kurz zur Einordnung. Da oben wollen wir heute Morgen frühstücken. Also da ist Lobby und das Buffet-Restaurant. Und da setzen wir uns jetzt hier hin. Das ist eigentlich, finde ich, das schönste Restaurant. Zumindest von den Restaurants, die wir bis jetzt gesehen haben. Ne? Ja. So, Platz genommen. Schaut euch mal hier die Aussicht an. Wunderschön. Und das ist hier die Seite, von der ich spreche. Hier die Butter Iskender Kebab, das ist so lecker, das werde ich auf jeden Fall bestellen. Gibt auch noch ein paar andere Döner-Spezialitäten und ja, das reicht eigentlich. Tolles Mittagessen hier im People's Restaurant. Und unser Essen ist da, dazu eine leckere Coke Zero, das als kleine Vorspeise. Und was hast du? Keine Ahnung, Arrabbiata. Nehme ich ja auch jeden Tag. Diesen Döner-Teller wollte ich euch zeigen, schaut mal hier das Fleisch.
Ist wirklich super lecker und darunter dann dieses Brot mit der Soße und dem Joghurt. Unfassbar lecker. Also sowas habe ich in Deutschland noch nicht gegessen, so lecker. Keine Ahnung. Das gibt es hier jeden Tag. Kannst so viel essen, wie du willst. Das ist schon nice, muss man sagen. Herzlich willkommen zurück, Leute. Wir sind wieder auf unserem Plätzchen hier. Ich finde, das ist einer der besten Plätze hier. Für die ganzen Fußfetischisten einmal meine Füße. Und, schaut mal hier, hab ich mir jetzt bestellt, ein schönes türkisches Bier. Efes Pilsens. Wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich einmal deinen Aperol sehen? Ja, das ist natürlich auch alles mit drin hier im All-Inklusive-Paket. Auch jede Menge leckere Cocktails. Heute Abend werde ich euch das vielleicht mal zeigen. Abends tritt da oben auch immer so ein Sänger oder eine Sängerin auf. Also für alle, die meine Hotelvideos schauen, da gibt es ja am Ende immer die Kategorie Abenteuer-Erlebnis. Das ist hier wirklich, also da kann man nichts gegen sagen. Ist eine absolute 10 von 10. Du kannst hier so viel machen, lecker essen, Sportkurse. Da hat die Türkei mit diesen All-Inclusive Resorts schon was Cooles geschaffen. Und ich kann absolut verstehen, dass hier jedes Jahr wahrscheinlich auch immer ähnliche Leute hinkommen, die das einmal für sich entdeckt haben und dann vermutlich immer wieder hier hinfahren. Ist schon Entspannung pur. So, wir sehen uns, denke ich, heute Abend irgendwann. Ich wollte mit euch auf jeden Fall noch einmal hier die private Hotelinsel erkunden, weil das ist ja schon eigentlich besonders. Moment, von hier müsste man das gut sehen können. Genau, das da ist ja eigentlich eine Insel und die haben die mit dem Steg dann mit dem Hotel quasi verbunden, dass man da hinlaufen kann. Ist es dann jetzt immer noch eine Insel, wenn da ein Steg die Insel mit dem Festland verbindet? Kommt darauf an, wie man es definiert, ne? Das ist hier zum Beispiel so eine private Cabana. Die gehört dann hier zu diesen Villen. Wenn man sich so eine Villa hier mietet, dann hat man auch so ein Ding dabei. Oh, hello. Hi, how are you? I'm good, and you? Nice. So, gehen wir mal zur Insel. Ah, guck mal, hier gibt es dann auch noch ein paar Drinks. Kann man sich natürlich ein Wässerchen mitnehmen. Hello. I take one water. Okay. Thank you. Wasser immer wichtig. Ja, hier haben wir dann Villa E, hat auch einen eigenen Badesteg. Und auf der Insel, da gibt es auch dann quasi für uns, also wir könnten uns auch so eigene Cabanas mieten. 50 € kostet das dann pro Tag. Finde ich okay, aber ich sehe da jetzt eigentlich keinen Sinn, weil ich will auch nicht so ganz alleine da rumliegen, ist ja auch ein bisschen langweilig. Da vorne ist ein richtig schöner Steg, da kann man auch richtig geil reinspringen. Und der ist halt logischerweise kostenlos. Da liegen wir eigentlich immer. Kleopatra. Aha. Ich glaube, das ist sogar auch noch ein anderes Restaurant, aber... Oder ist es ein Haus? Ich weiß es gerade nicht. Man verliert hier auch einfach den Überblick. Es ist wirklich so vielfältig, aber schon wirklich schön. Jetzt auch hier wieder mit dem Wasser. Schaut euch das mal an. Schon wirklich traumhaft. Also ohne Witz, das Rixos hier im Mai ist auf jeden Fall günstiger. Auch noch deutlich günstiger als dann zur Hauptsaison irgendwie im Juli, August. Ich kann es euch echt empfehlen. Also ist schon... Das hat mich überzeugt. Preis-Leistungs-Verhältnis ist, finde ich, völlig in Ordnung. Jetzt mal die Flüge oder Pauschalreise weg. Nur für das Zimmer hätten wir ja so ungefähr für eine Woche 2,5, 2,6 bezahlt. Pro Person also 1,3. Da kannst du es dir hier schon gut gehen lassen. Guck mal, das ist sogar dann noch... Ah, dieses Kleopatra, das ist dieses private Restaurant da. Das gehört dann auch zu den Villen. Damit haben wir aber halt nichts zu tun, weil die gehören... Also da können wir halt nicht hin. Wäre schon noch cool, wenn sie hier auf der Insel wenigstens eine Möglichkeit oder kostenlose Möglichkeit hätten, sich hier hinzulegen. Schön bepflanzt auch das Ganze. Ich bin mal gespannt, wie groß das jetzt hier ist. Sprenkleranlagen. Hallo. Boah, jetzt wird's ja nass. Nicht, dass meine Kamera gleich einen Wasserschaden hat. Hier auf dem Boden gibt es auch überall so Lautsprecher. Da kommt, denke ich mal, hin und wieder Musik raus. Da kannst du dich hinlegen. Ist schon schön, so eine schöne, ruhige, kleine Insel, die zum Hotel gehört. Kann man auf jeden Fall gut entspannen. Ach so, genau. Und hier ist morgens dann auch immer Yogakurs. Wir haben schon das Ende erreicht. Ja. Es ist zum Glück nicht mehr so windig wie die letzten Tage, aber immer noch windig. Aber wirklich, man kann es nicht oft genug sagen, schon geil zum Spazierengehen. Ist wahrscheinlich das einzige Hotel hier, was so eine eigene Insel hat. Dieses Ding, finde ich übrigens, sieht irgendwie ein bisschen hässlich aus. Hat keine eigene Insel. Naja gut, habe ich euch das auch gezeigt. Und wir switchen jetzt zurück zum Steg da hinten. Weil da liegt auch Marie, da gehe ich jetzt hin. Komm, ich zeig's euch einmal. Ich glaube, ich darf hier jetzt eigentlich nicht hin. Um das mal kurz abzufilmen. Wie sieht das denn hier aus? Ich hoffe, hier liegt jetzt keiner. Hello? No. Guck mal, dann hast du hier wirklich so eine schöne eigene Cabana. Ich hoffe, das heißt übrigens Cabana. Kann sein, dass ich es jetzt auch immer falsch benannt habe. Aber wie auch immer. Und da hinten hinterm Boot, ich zoome einmal kurz ran, ist der Steg, wo ich jetzt hingehe.
Und der ist auch super. Aber auch hier kann man perfekt reinspringen. Tief genug sollte es sein. Mal eben hier so ein Köpfer. Das ist hier jetzt der Steg, wo man wirklich super liegen kann. Und auch geil schwimmen. Springe ich gleich mal rein. So, und dann liegen wir hier schön am Steg. Eine Cola Zero am Start. Hier kann man natürlich auch viel bestellen, alles was man möchte. Kaffee und so. Wobei das dauert immer ein bisschen, bis es hier ankommt. Ich mache jetzt hier erstmal einen Sprung rein. Weißt du, was eben war? Nee. Eben haben die richtig viel Müll hier aus dem Meer gefischt. Ja, da ist auch viel Müll drin. Ist natürlich immer schade. Deswegen schützt die Ozeane. Moin. Oh, ein bisschen locker. So, herzlich willkommen hier zu unserem Tennismatch. Wir sind mal eben auf den Tennisplatz gehüpft. Der gehört ja auch dazu. Hier kann man auch umsonst spielen. Schläger und Bälle liegen hier rum. Die sind zwar nicht so gut, aber es reicht. Schaut euch mal diesen schönen Ausblick hier an. Da macht das Spiel noch doppelt so viel Spaß. Okay, weiter geht's. Stellt euch mal kurz hier ab. Ja, läuft ganz gut. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Fertigtennis gespielt. Jetzt geht es hier oben noch in so einen Café. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Da gibt es leckeren Kuchen. Schauen wir uns den all-inklusive Kuchen mal an. Und ich zeige euch hier auch noch mal eben so diese Lobby oder alles, was da noch zugehört. Hier riecht es auch immer total schön. Godiva Café. Haben sie auf jeden Fall schön zusammengebaut hier. Ach so, das sind dann hier die privaten, genau, das sind dann diese privaten Villen, so sieht das aus. Mit eigenem Pool, auf jeden Fall schön. Soll ich einen Kaffee holen? Probieren wir mal den Cheesecake. Boah, lecker. Und das ist echt sehr cremig. Mhm. Und dazu haben wir hier einen Eiskoffee mit Mandelmilch. Das ist schon irgendwie echt super. Überall einfach hinzugehen, kannst du alles bestellen, kostet nichts. Rund um die Uhr. Man kann hier sogar nachts so einen Mitternachtssnack essen, aber der ist nicht so gut. Wie gefällt dir bis jetzt All Inclusive? Ich finde es richtig gut. Heißt, leistungsmäßig ist es wirklich sehr, sehr gut. Ne? Ja. Ich glaube, wir haben ja alles richtig gemacht mit der Hotelauswahl. Es gibt noch ein paar andere Hotels hier in der Region, aber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Super Hotel. Ich wollte euch auch gerne noch einen Einblick geben hier ins Buffet-Restaurant abends, was es dann so gibt. Und das mache ich jetzt. Heute ist es ziemlich voll, leider. War jetzt die letzten Tage ein bisschen leerer. Ich hoffe, wir können jetzt gleich was zu trinken bestellen. Aber eigentlich, man muss schon sagen, auch hier sind die Kellner echt super nett und das läuft alles schon ganz gut. Hier gibt es auf jeden Fall einiges an Fleisch und auch an Fisch. Alles ziemlich frisch. Ja. Habe ich jetzt abends noch nicht gegessen. Was besonders gut aussieht, ist hier der Nachtisch. Ich finde, das sieht so lecker aus. Leider schmeckt nicht alles so gut, wie es aussieht. Ich habe schon einiges probiert, hier diese ganzen Kuchen und so. Schon ein Träumchen, aber der hier ist lecker. Das ist mein Lieblingskuchen. Und auch super, hier gibt es Eis. Und noch Baklava. Das war es natürlich noch nicht. Hi. Was isst du denn heute? Ich weiß es nicht. Leider gibt es die Bohnen noch. Ja, das ist definitiv für jeden was dabei. Hier einiges an Gebäcken und leckeres Pide-Brot. Und so sieht mein erster All-Inclusive-Teller nun aus. Bisschen Roastbeef, bisschen Pide, bisschen Pommes. Keine Ahnung, was das ist. Sah lecker aus. Bisschen Kartoffelpüree. Ja. Und ich warte gerade noch auf Marie. Und zweiter Gang, frisch gekochte Nudeln. Die sind wirklich super lecker hier von dieser Pasta-Station da. Und schon mal ein bisschen Eis, weil das Buffet schließt gleich. Ja, so sah das hier eigentlich jeden Abend aus. Die haben leider keine Eisbecher mehr. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der nächste Tag. Die Bootstour steht an. Und hinter mir da unten seht ihr das Boot, glaube ich schon. Das Segelboot da im Hafen. Oder im Hotelhafen. Ist ja wie gesagt nicht all-inclusive mit drin, 100 € pro Person. Aber ich dachte, ich nehme euch trotzdem mal da mit hin, weil wird bestimmt ganz cool. Und es gibt generell noch so einiges, was ich euch gerne zeigen wollte hier im Hotel. Aber da kommen wir später noch zu. Haben auf jeden Fall gut geschlafen. Tolles Wetter heute, nicht mehr windig, 25 Grad. Das wird ein guter Bootstrip, ich hab Bock. Leute, was geht? Wir sind hier schon ordentlich am Boot fahren. Wirklich traumhaft. So geiles Wetter, also immer noch ziemlich windig, aber das Meer hier ist wirklich so geil, also wahnsinnig schön. Das wusste ich auch gar nicht, dass das Meer hier rund um Bodrum so
tolles, klares, kristallklares Wasser hat. Ist wirklich wunderschön. Hinter mir gibt es jetzt Essen hier auf dem Boot. 100 € haben wir ja bezahlt pro Person, nochmal on top. Aber für 5 Stunden auf dem Boot ist das, finde ich, völlig in Ordnung. Man muss sagen, die sind hier ziemlich viel am Bauen noch. Überall um einen herum sind eigentlich irgendwelche Hotels, die noch gebaut werden. Gerade hier jetzt am Paradise Beach nennt sich das. Das ist, glaube ich, ein ganz beliebter Strand. Boah, ist das windig. Hier sind noch ein paar Deutsche mit auf dem Boot und ein paar Österreicher, die sind alle ganz nett. Wir haben ja ordentlich Spaß. So, mal gucken, was es zu essen gibt. Tranquila, mami, que me dice, si tu papi te paga todos los biles, estoy puesto para darte miles, para asegurarte que yo te puedo cuidar. Es que no quiero gastar ni un segundito más investigando tu perfil. Escucha que te quiero. So Leute, wir sind wieder auf voller Fahrt hier, volle Kraft voraus oder so. Ja, meine Cappy ist ja weggeflogen. Ja, aber ist ja geil, was du jetzt hast. Ist von Safari, Südafrika. Echt? Hammer. Meint ihr, ich darf da drauf? Ja, ja, klar. Und willst du irgendwas sagen, oder? Okay, no? Also darf man nicht, jetzt nimm's auf. Nee, jetzt hast du gestoppt. Nee, jetzt habe ich's auf. Die Bootstour ging dann leider etwas abrupt zu Ende, aber hat wirklich richtig Spaß gemacht. An einem Morgen waren wir noch in Bodrum und das wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten, deswegen skippen wir da mal eben hin. Und damit herzlich willkommen aus Bodrum. Wir sind jetzt hier mal in die Stadt gefahren, waren jetzt gerade schon einmal oben an so einem Aussichtspunkt bei so einem Amphitheater, war ganz okay. Und hier sind wir jetzt auf dem Bazar. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder 38 Mal angequatscht, habe ich jetzt nicht so drauf. Bock. Oh, Galatasaray, Meister, türkische Meister, Champione. Hello. Thank you. Hier gibt es ein paar geile Fußballtrikots. Wir sind hier gerade noch so ein bisschen in den Gassen von Bodrum unterwegs. Hier wohnen natürlich die ein oder anderen Locals. Ja, sieht ganz nett aus. Oh, hallo. Zum Beispiel da, falls ihr den jetzt gesehen habt. Ja, sehr schön. Aber ich will den hier mit meiner Kamera auch nicht auf den Sack gehen. Was steht da? Die türkischsprachigen Zuschauer können es ja mal in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich nichts Positives, ne? Touristen, verpisst euch, auf Deutsch. Und hier sind wir noch am Hafen von Bodrum. Liegen schöne Boote, alle mit der Türkei-Flagge dran. Finde ich, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ansonsten mein schnelles Fazit hier zu Bodrum City Center oder wie man es auch immer nennen mag, ist okay. Also ist ganz schön, aber haut mir jetzt auch nicht vom Sockel. Und damit zurück ins Hotel. Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Für uns ist jetzt der letzte Abend hier angebrochen und wir gehen ja jetzt essen im à la carte Restaurant, was extra kostet. Ich wollte euch auch nochmal hier kurz den Sonnenuntergang da hinten zeigen. Die Sonne geht da gleich noch so ein bisschen rum. Also der Sonnenuntergang hier in der Türkei ist mit einer der besten, den ich so gesehen habe, und er ist auch jeden Abend da. Also da sind nicht immer irgendwelche Wolken vor. Ja gut, aber sonst ist es halt auch nur ein Sonnenuntergang. Aber Sonnenuntergänge sind ja auch meistens schon toll, dass es sowas gibt. Ein Herz für Sonnenuntergänge. Im Norden geht die Sonne auf. Im Osten nimmt sie ihren Lauf, im Süden wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Ne, Marie? War komplett falsch. Hier könnt ihr auch nochmal die ganze Anlage sehen. Ja, wir suchen nämlich gerade das Restaurant. Schon ziemlich groß auf jeden Fall, die ganze Fläche. Hier müssen wir hin, ins Lolivo. Ja, das muss eigentlich das jetzt hier sein. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob sich das lohnt. Weil eine Sache muss man noch sagen, alles was hier nicht mit drin ist, also auch Jetski fahren oder hier ist unten so ein Markt, man kann sich hier unten einen Jetski ausleihen, das ist so teuer. 20 Minuten Jetski kosten einfach 150 €. Und dieser Markt da ist auch völlig overpriced. So, Hotel gefunden. Ach, nicht Hotel, Restaurant. Lolivo. Thank you. Erst war ein Weißwein, bisschen italienisch laute Musik hier im Hintergrund. So sieht die Karte aus. Ich glaube, ich esse eine Pizza. So, los geht's erstmal hier mit einer leckeren Vorspeise. Wow, oder? Wir haben hier Brot und ein paar andere Leckereien. Und da hinten ist auch so eine offene Küche. Da wird das alles frisch zubereitet. Ja, schon auf jeden Fall deutlich cooler hier nochmal als im Buffet-Restaurant. Unser Hauptgang ist da. Wir teilen uns heute eine Pizza und Spaghetti. Was ist denn da drauf noch? Trüffel und Spargel. Schmeckt ein bisschen, also so habe ich eine Pizza noch nie geschmeckt. Probieren wir. Also die Hauptgänge hauen uns jetzt noch nicht vom Sockel. Aber die Musik. Probieren wir. Ich glaube, ich muss ein bisschen salzen. Und zu guter Letzt haben wir hier jetzt noch den Nachtisch. Ich habe Tiramisu. Ich habe Panna Cotta. So Leute, was geht?
Herzlich willkommen zu unserem letzten Tag. Jetzt gleich reisen wir ab. 2 Uhr werden wir abgeholt vom TUI-Bus. Gestern Abend das Essen im Restaurant war auf jeden Fall ganz nice. Die Vorspeisen haben mich echt richtig überzeugt. Ab dem Hauptgang war es dann ein bisschen, ich sag mal, nichts Besonderes mehr. Also ich habe auf jeden Fall schon deutlich bessere Pasta und Pizza gegessen. Trotzdem war es ich würde sagen, der Besuch hat sich unterm Strich trotzdem gelohnt. So für voll die schöne Atmosphäre, finde ich. Das war nochmal so ein bisschen privater als beim Buffet und die waren wirklich super aufmerksam, aber generell überall, finde ich. Ja, also die Leute, die hier arbeiten, sind wirklich super freundlich. Das ist schon, muss man auf jeden Fall sagen, das ist sehr gastfreundlich hier und auch gastfreundlicher und freundlicher vor allem als in vielen anderen Ländern, wobei es immer sehr gastfreundlich ist. Aber hier ist man da so, war einfach nochmal eine Schippe drauf. Ich habe Angst, dass mir das hier gesperrt wird wegen der Musik. Ich gehe jetzt einmal kurz runter noch, ja, für das Fazit. So, jetzt ist das Gebimmel weg. Das wäre ärgerlich, weil manchmal sperrt mir YouTube was, wenn da halt Musik in den Hotels läuft. Der eine oder andere von euch ist sicherlich auch wegen des Titels hier, lohnen sich Pauschalreisen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gut erklärt. Also meiner Meinung nach, und das werde ich auch in Zukunft oder war mir auch davor eigentlich schon bewusst, dass für mich persönlich Pauschalreisen eigentlich nicht in Frage kommen, einfach weil ich immer gerne so ein bisschen freier bin und mir die Sachen selber buche und unterm Strich ist es am Ende dann, ich sag mal in 95% der Fällen auch ein bisschen günstiger. Ich habe euch mal eben ein paar Zahlen mitgebracht und zwar habe ich pro Person jetzt 1.667 € bezahlt für diese Woche hier, also bei der Pauschalreise mit allem drum und dran, sprich 3.334 € insgesamt. Oh shit, jetzt fängt es einfach an zu gewittern. Na gut, dass wir heute abreisen. Also geregnet hat es eigentlich gar nicht. Aber jetzt ist hier eine richtig dicke Wolke. Mit dabei war ja der Flug, das Hotel hier und dann auch der Transfer am Zielort. Der Transfer zu Hause in Deutschland, also Deutsche Bahnticket, war nicht mit drin. Deswegen nehme ich das jetzt in den Vergleich auch nicht mit rein. Und ich habe das Ganze natürlich zu der Zeit auch verglichen. Und das Hotel hätte ich am günstigsten bekommen über Booking. Da bin ich aber auch Premium Level 3, also dieses höchste. Da kriegt man dann immer noch ein bisschen Rabatt. 2.450 € hätte das Hotel gekostet. Die Flüge für uns beide zusammen mit dem ganzen Gepäck 790 € und der Taxitransfer pro Strecke 26 €. Das weiß ich, weil wir hier Deutsche getroffen haben, die mit dem Taxi vom Flughafen bis zum Hotel gefahren sind. Also 26 € pro Strecke. Kommen wir insgesamt auf 3.292 € und hätten uns dann so 42 € gespart. Ja gut, also viel ist es jetzt nicht. Man muss aber sagen, so der Vorteil von der Pauschalreise ist, wenn man es dann mal irgendwann gebucht bekommt, das war ja so ein Problem. Also das hat wirklich ewig gedauert und hat mich echt genervt. Da wäre ich auf jeden Fall viel, viel schneller gewesen, wenn ich alles selber gebucht hätte. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, war der Support von TUI. Ich habe dann ja auch mit Leuten dort telefoniert. Und dass die einem dann irgendwie so, oder dass die Bock drauf haben, einem dann eine Reise zu verkaufen, das war irgendwie aus technischen Gründen gar nicht möglich, sondern ich sollte dann einfach höher versuchen, so es nochmal mit dem Buchen, ist manchmal so, keine Ahnung, fand ich ein bisschen komisch. Was dann sicherlich für den einen oder anderen Urlauber eine Sicherheit ist, dass man quasi dann vor Ort auch einen Ansprechpartner hat am Flughafen und man nicht auf sich selber gestellt ist. Wäre mir jetzt persönlich Schnuppe, aber bei Leuten, die halt ja 1-2 Mal im Jahr in Urlaub reisen und vielleicht auch ein bisschen älter sind oder nicht so affin sind mit Online-Check-In und so weiter und so fort, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man dann immer so Ansprechpartner hat. Deswegen ist das ja dann schon auch ein Vorteil für eine Pauschalreise. Ich hätte jetzt hier halt 42 € gespart, hätte ich alles selber gebucht. Finde ich jetzt auch nicht, also der Unterschied ist jetzt nicht gravierend, aber für euch vielleicht interessant zu wissen. Und ich gehe mal davon aus, das sollte ungefähr immer so in diesem Rahmen sein, weil ein bisschen was müssen die Pauschalreiseanbieter ja auch verdienen. Und ich bereue das jetzt auch überhaupt nicht, dass ich halt mal so eine Pauschalreise getestet habe. Vielleicht werde ich demnächst auch mal so billig Pauschalreisen testen. Da gibt es so ein paar Angebote, zum Beispiel bei EasyJet oder bei anderen Airlines, da kann man auch so Reisen buchen oder es gibt sicherlich auch noch weitere Pauschalanbieter. Könnt ihr mir ja gerne mal Ideen in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mein längstes Video hier insgesamt geworden. Rixos Palace heißt es ja gar nicht. Rixos Premium Bodrum war es. Tolles Hotel, kann ich wie gesagt absolut empfehlen, wie man es dann auch immer bucht. Tolle Leute hier. Ein schöner Urlaub geht zu Ende und ja, wir verlassen die Türkei jetzt. Haut rein Leute, danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und checkt Upway aus. Mein neues Fahrrad. Ciao, ciao.